Hallo, wir sind's, die Piranhas. Willkommen bei Piranha Becken TV. Hallo. Ja, heute mit dem Thema Retail oder digitaler Content. Ist ja eigentlich klar, ne? Oder? Was ist denn Retail? Was ist denn das? Das ist eine Box, die ich mir im Laden kaufen kann. Und da ist, wenn ich Glück habe, ein Spiel drin. Genau, das heißt, das ist dann die Box. Was ist dann digital? Das ziehe ich mir aus dem Netz. Da hast du keine Box. Das ist der Unterschied. So, was sind denn die Vorteile oder die Nachteile? Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, Retail oder Download, was ist denn dein Favorit? Und die haben Folgendes gesagt. Aus Geschäftssicht, wenn ich über mein eigenes Unternehmen, unsere Produkte spreche, auf jeden Fall digital. Persönlich kaufe ich auch noch viel physische Produkte. Ich meine, gerade bei den Konsolen, es gibt gar keine Festplatte, die groß genug ist irgendwie. Ich muss ständig irgendwelche Sachen löschen. Eigentlich Retail, weil ich ein Sammler bin und super gerne Hüllen und auch Special Editions stehen habe bei mir zu Hause. Aber Download ist natürlich günstiger meistens. Es ist eine schöne Packung zu Hause zu haben, aber für mich hier ist es einfacher mit dem Download. Wenn Packung, dann echt mega Special Super Edition. In den meisten Fällen Download. Wenn mir das Spiel richtig gefällt, dann eher Retail, weil dann will ich es auch anfassen können. Download. Man hat teilweise vielleicht bessere Möglichkeiten, um irgendwie direkt Track-Patches zu kriegen oder was wäre nötig. Also von daher. Während ich, wie gesagt, aus unserer Sicht den digitalen Käufer bevorzuge, denn der führt einfach dazu, dass wir dann als Hersteller auch eine wesentlich bessere Marge haben als bei einem physischen Produkt. Kommt auf die Plattform an, wahrscheinlich eher Retail. Eher zum Runterladen, weil es einfach kompakt ist. Man hat das auf Steam oder Uplay oder was auch für immer Plattformen es gibt. Bei den Schachteln, man hat so viel Zeug irgendwann und weiß nicht mehr, wohin damit. Ich liebe Retail-Boxen, aber ich bin so faul geworden, dass ich mir Sachen nur noch im Download hole. Ja, unterschiedlich, ne? Was ist denn, sag ich jetzt mal, cooler für dich persönlich? Retail oder digital? Digitaler Download. Oh, ich bin da so zwiegespalten mittlerweile. Hättest du mich das vor 3 Jahren gefragt, hätte ich ganz klar Retail gesagt. Ja. Aber mittlerweile Ja. habe ich mich mit vielen Sachen tatsächlich angefreundet. Warum? Weil es so einfach ist. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel ganz lange tatsächlich zu Hause, also auf der Arbeit natürlich nicht, aber zu Hause Konsole gezockt. Und das fand ich dann auch cool. Und auf der Konsole mag ich Retail auch immer noch lieber, weil ich das Gefühl habe, dann müll ich mir meine Konsole nicht so zu. Aber Wohnzimmer ist okay, oder was? Ja. Ja? Ja. Also bei uns der Schrank, ne? Da ist, ich meine, da kommen auch noch die Kinder dazu, die dann auch noch die untere, also es sieht furchtbar aus. Ja, ich denke mir immer irgendwie, ja, ist das Ding jetzt Schrott so, dann muss ich mir eine neue kaufen. Aber die Spiele, die habe ich dann noch. Ne? Und dann muss man irgendwie so seinen Account reaktivieren, Gedöns. Ist gar nicht so einfach irgendwie. Ja. Und mal eben so eine DVD da reintun, finde ich jetzt an der Stelle nicht schlimm. Aber genau andersrum geht's mir, zum Beispiel mit Serien und Filmen. Da bin ich meistens zu faul, die DVD aus dem Schrank zu holen und guck mir den Kram lieber irgendwie auf Netflix oder Amazon an, wenn die das haben. Ja, zu faul, ne? Also mein Sohn, der hat ja bis jetzt auf der Xbox 360 gespielt. Und da hat er seine Spiele und ist ja auch super, ne? Der ist 7 Jahre alt. Und jetzt hat er angefangen, bei der PlayStation 4 rumzumachen, weil er hat Dragon Quest Builders gekriegt zu Weihnachten. Tolles Spiel. Aber der muss jetzt immer die CD einlegen. Und jedes Mal, wenn ich Batman Arkham Knight spielen möchte, dann muss ich aufstehen, muss sein Dragon Quest Builders raustun und muss meinen Batman da reintun, ja. Und das ist schon ganz schön nervig. Ist das schlimm? Ja, und dann kommt man auf die Idee, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Lass ihn mal da, das DVD-Fach, ne? Also meinem Sohn, so nach dem Motto, ich kaufe nur noch Retail, nur noch Download. Weil ich habe nämlich keine Lust, dann immer das Ding zu wechseln. Weil jedes Mal, wenn ich mich hinsetze, so, Feierabend, jetzt muss ich erstmal die CD. Und der hat ja immer, ne, wenn der zu Hause ist, spielt er das ja auch dann. Und er hat jetzt auch Minecraft, hat er vorher auch auf der 360 gespielt, jetzt spielt er das auf der PlayStation. Hat halt mehr Features. Hat halt mehr Features. Ist ja in Ordnung. Aber es ist halt tatsächlich, es ist ein
Task, ne? Mann, sind wir faul. Unfassbar. Ah. Ja, ist halt so, ne? Erinnere ich mich zurück an die Zeit, so wo wir uns kennengelernt haben, wo es diese Sachen noch nicht gab. Und wir dann am Wochenende immer in die was über 10 Jahre her ist, muss man dazu sagen. Ja, das ist schon eine Weile her, ein paar Jahre. Und da sind wir in die Videothek gegangen. Dieser Akt, in die Videothek zu gehen. Ich fand das eigentlich immer ganz schön so. Dann konnte man da stöbern. Was gibt's denn hier jetzt für neue Spiele, die man sich ausleihen konnte? Und dann, oder was für neue Filme und Serien. Und da musste man immer aufpassen. Erstens, dass man nicht vergisst, den Mist auch wieder zurückzubringen. Sich nicht in der Pornoabteilung zu verlaufen, natürlich, ne? Ich habe mich nie in der Pornoabteilung. Oh, scheiße. Ja, meistens hatten die ja auch noch so eine Tür, da musste man irgendwie, kann ich da mal rein? Das ist ja eigentlich auch schon peinlich gewesen, ne, wenn man mal ehrlich ist. Den Typen zu sagen, drück mal hier auf den Button. Deswegen hatten einige Videotheken dann so einen extra Eingang. Weiß ich nicht, ne? Ja, war so. Okay. Jedenfalls sind wir in die Videothek gegangen, um mal zu gucken, was für Spiele es so gibt. Ja. Und das war irgendwie aber auch ein Akt, ne? Man konnte irgendwie nicht, mal eben ging nicht. Ja. Und ich weiß noch, dass wir sehr oft sonntags da saßen, oh, jetzt hätte ich aber Bock auf den und den Film. Und die scheiß Videothek hat zu. Und du kommst dann nicht da dran. Ne? Heutzutage, alles klar, Netz. Cool hier, alles klar, drück auf den Button, guck. Also, was völlig anderes als damals. Und wenn ich jetzt irgendwie nach Hause fahre, also heute noch irgendwie, dann ist auf dem Weg nach Hause eine einzelne verstaubte Videothek, die immer noch existiert. Und ich frage mich, wie überleben die eigentlich? Ja, wer geht denn heutzutage noch in Videotheken, um sich da irgendwie was auszuleihen, frage ich mich dann immer. Und die gibt's immer noch, ja. Ja. Ist interessant. Nicht mehr so vertreten, also nicht mehr so häufig, aber ja, sie existieren noch. Konsolen ohne DVD-Fach, gibt's das überhaupt? Ist heißt, jetzt in der Diskussion. Ist in der Diskussion, genau, dass man es gar nicht mehr braucht. Ne? Richtig, also das ist jetzt die große Frage 2019, ob das wohl kommt. Ja? Wer würde sich denn eine Konsole kaufen, die kein DVD-Fach mehr hat? Ja, oder Blu-ray-Fach oder wie auch immer. Ja, dass man einfach nur noch digital bei dem Ding an die Sache rankommt. Irgendwie soll den Vorteil haben, dass es günstiger ist. Klar, müssen weniger Teile verbaut werden und so weiter und so fort. Ja, und du hast dann irgendwie einen kleineren Kasten, braucht dann auch nicht mehr so viel Platz. Und einen kleinen Kasten stellst du dir dann schön in dein Schränkchen irgendwie und das kannst du irgendwie deinen Kram downloaden, den du dann zocken willst. Also ich bin da ganz klar dagegen, eine Konsole zu kaufen ohne DVD-Fach oder ohne Blu-ray-Player-Fach. Denn ich habe gerade kürzlich, vor 2 Wochen, eine alte Kamelle ausgebuddelt, hatte Bock auf Star Wars. Und weil Star Wars momentan außer Battlefront, ja, nicht wirklich irgendwas signifikant. Ich hätte gerne so einen Singleplayer, so wie der Starkiller, ne? The Force Unleashed Teil 2 habe ich gespielt, auf der Xbox 360. Und das heißt, ich habe die im Schrank stehen und müsste jetzt die nochmal kaufen, ja, auf der anderen Konsole, weil die habe ich nicht. So, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die neue Konsole die alten abspielt, die ist ja auch nicht immer gegeben. Deswegen haben wir ja die alte Konsole da und ja, okay, aber wie... Ja, stell dir mal vor, irgendwie, wir haben jetzt eine Xbox und wir haben jetzt eine Playstation. Und wir wollen jetzt eine ganze Menge Playstation 4 Spiele haben wir. Richtig, und die sind ja auch schon da. Und die sind auch Retail und stehen im Schrank. Ja, du willst jetzt Nintendo spielen. Ja. Und wir kaufen uns eine Switch. Ja. Und wir haben jetzt die Wahl zwischen einer Switch mit DVD-Fach, die kostet 100 Euro mehr, oder eine ohne und die kostet 100 Euro weniger. Und dann hast du mal eben irgendwie noch so ein kleines Würfelchen da und kannst aber Nintendo spielen. Da wirst du nicht drüber nachdenken? Okay, kommen wir zur Collectors Edition. Ich weiß nicht, vielleicht ja. Vielleicht ist das tatsächlich so. Vielleicht habt ihr mich mittlerweile so weit, ne, dass ich komplett auf Retail verzichte. Wie gesagt, Faulheit, ganz klar. Ne, komm mal eben Download und so weiter, aber das dauert dann auch und hin und her. Ja, ich bin da auch noch so am Hadern. Der Nachteil ist dann nämlich irgendwie, dann gehst du irgendwie in die Merchandise-Abteilung irgendwie, oder haben die sowas auf der Merchandise? Egal, keine Ahnung, gehst in den nächsten GameStop, ja? Darf ich das überhaupt sagen? Saturn, Mediamarkt, alles Mögliche. Und gehst dann in Real und gehst dann in die, irgendein Laden, guckst da in der Merchandise-Abteilung deine Spiele an. Ja. Und dann findest du irgendwie hier Pikachu das Spiel. Und du willst das haben und die haben es jetzt als DVD da stehen.
Und dabei kriegst du auch noch eine kleine Pikachu-Figur, und die ist voll süß. Hm. Kannst du dann aber nicht kaufen, weil deine doofe Konsole zu Hause kein DVD-Fach mehr hat. So. Das ist doch kacke, oder nicht? Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Ja. Gut. Das ist natürlich, mit Packungen und so, ist natürlich schon cool, aber es müllt ja natürlich auch irgendwie. Du sagst irgendwie, die Konsole will ich nicht vollgemüllt haben mit irgendeinem Datenkram oder so. Wie sieht das denn aus zu Hause, ne? Kauft man sich lieber irgendwie so eine Box, wo eine Figur drin ist und ansonsten das Spiel nicht, das lade ich mir irgendwie runter, da reicht ja ein Key. Ja? Oder will ich dann auch, dass dann die DVD oder der Soundtrack oder einen entsprechenden Video oder so ein Kram dann da am Start ist und dass man sich natürlich runterladen kann. Kann man natürlich auch alles von uns, auch bei Steam oder sonst wo irgendwie runterladen, den Soundtrack vom Spiel und auch unser Making-of und so weiter, dann auch in digitaler Form. Das heißt, das, was da drin ist, kriegt man dann ja auch, zumindest die digitalen Sachen, dann auch woanders her. Ist ja nicht das Problem. So, ja. Aber so eine Collectors Edition hat natürlich schon irgendwie, die macht was her. Das ist schon cool. So eine geile Packung zu haben. Ne? Da hat THQ Nordic sich ja auch richtig nicht lumpen lassen und ein richtig stabiles Ding gebaut. So eine coole Figur. Und auch den anderen Kram, der da drin ist, das macht ja schon Spaß mit dem Anhänger und so weiter. Das ist schon nicht schlecht. So. Ja, es hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Ich glaube, viele Leute trauen einfach dem Braten auch nicht, dass die Dinge digital so erhalten bleiben. Beispiel. Du zum Beispiel. Ja, ich bin da Skeptiker. Ist anderes Beispiel, aber keine Ahnung. Ja. Telltale, Walking Dead wollte ich immer gerne mal zocken, bin ich nie zugekommen. Ja. Und ich bin mittlerweile sehr viel bei Steam unterwegs auch. Auch bei anderen, aber da habe ich jetzt irgendwie tatsächlich so eine kleine Bibliothek angesammelt und wollte gerne Telltale darüber spielen. Da gehen die irgendwie bankrott und dann gibt's die Spiele da nicht mehr. Jetzt ärgere ich mich, dass ich mir den Mist nicht vorher schon gekauft habe, dass ich ihn über Steam spielen kann. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht direkt dasselbe, aber so, wenn ich nicht das Vertrauen habe, dass meine digitalen Sachen erhalten bleiben, habe ich meinen Kram wenigstens irgendwie im Schrank und das ist dann meins. Das heißt, wenn ich eine Schachtel habe, wo jetzt nur noch ein Key drin ist, dann ist der Key irgendwie nichts wert. Eingelöst, puff. Und jetzt sagen die natürlich, ja, okay, wenn du den einmal irgendwie eingelöst hast und so, dann bleibt er dir auch behalten, auch selbst dann, wenn das Spiel nicht mehr da ist und so, ne? Ja, das ist artverwandt mit dem ich mache Fotos und Zeugs und produziere Daten, private Daten. Wo speichere ich die denn? Ja. Ja, das heißt also, man könnte es ja jetzt auf Google Drive oder auf was auch immer, irgendwo, ne? OneDrive und Zeugs, es gibt ja unterschiedliche Anbieter, ne? Dropbox und so weiter. Ja, wo macht man das? Wo bunkert ihr eure Daten? Ist die interessante Frage. So, digital im Netz oder zu Hause? Also Retail oder digital? Das ist, also wir machen es momentan noch Retail, ja, also auf Festplatten. Ich glaube, ich habe 3 verschiedene Festplatten zu Hause, 1 Terabyte, wo unsere Daten drauf geschaufelt werden. Ja, und dann auch immer regelmäßig mache ich da so Backups und so weiter. Ne? Das heißt, das sind 3 Platten, wo exakt das gleiche drauf ist. Gut, wenn jetzt ein Meteor kommt auf unser Haus und buff, dann ist alles weg, klar. Aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass irgendwie unsere Tochter kommt und da auf der Festplatte rumkaut, weil sie gefunden hat. Ja, und deswegen weg sind die Daten. Aber macht ihr das? Ja? Speichert ihr im Internet eure Daten, so, die größer sind als 1 Terabyte, so? Also mehr haben wir bisher noch nicht angesammelt. Ne? Nee. Das haben wir noch nicht geschafft, so, ne? An wirklich relevanten Daten, so. Ja, interessant. Naja, es gibt ja auch Retail-Sachen jetzt, wo die nur einen Key in die Schachtel machen. Da kann man sich natürlich auch drüber aufregen, ne? Da kann man sagen, ja gut, jetzt kaufe ich mir eine Schachtel. Und dann ist da nur ein Key drin. Da hätte ich ja auch genauso gut irgendwie dann digital runterladen können. Okay, du hast dann aber die Schachtel. Wie seht ihr das denn? Ne? Muss dann auch eine CD da drin sein? In dem Moment? Oder reicht auch ein Key? Ist ja irgendwie paradox, ne? Oder? Das ist so das letzte Überbleibsel vom Retail, so, ne? Ich kaufe mir eine Box mit einem Key drin. Auf der anderen Seite gibt's auch Spiele, ja, ist auch so ein Problem. Die haben einen Patch, der ist genauso groß wie das Spiel selber. Ne? Ist ja mittlerweile so, also bei einigen Spielen so, ne? Dann legst du die CD ein und so und dann haben die so viele Sachen geändert, dass sie eigentlich das komplette Datenpaket nochmal schicken, ja? Streckenweise haben wir auch große Teile auch noch nachgepatcht, also unsere Patches sind auch nicht sehr klein. Nee. Ne? Ist halt so, große Welt, viel Daten, man fasst was an, Muster ist halt so. Ne? Da kann man auch versuchen irgendwie, aber
wenn du es dann packfrei haben willst an das Spiel, dann musst du auch schon irgendwie an alles drankommen dürfen. Und das produziert Daten, die du dann updaten willst. So. Ja. Also in der Produktion ist es natürlich günstiger, ne? Wenn du auf die ganzen Presswerkgeschichten verzichten kannst. Logisch, dass das reizvoll ist für so einen Publisher zu sagen, komm, wir verzichten auf die Blu-ray. Erstens bist du sicher, dass die aktuellsten Daten dann auch gezogen werden. Das ist richtig, ja. Dann ist immer gepatcht. Musst du nur noch Hat digital auch Vorteile, machen. ja. Und der alte Datenkram, der auf der DVD ist irrelevant. Ja? Und die Kosten, die du die Dinger die du für die Dinger bezahlen musst, um die herzustellen, um die zu beschriften, um die irgendwie in die Packung zu packen und den ganzen Kladderadatsch, den kannst du dir dann sparen. Ja, also für einen Publisher ist das natürlich mehr sexy, auf diese DVD, diese Pseudo-Variante zu verzichten, ne? Aber für den Spieler ist es halt gerade der altmodische Gedanke, irgendwie habe ich mir ein Spiel gekauft und habe kein Spiel so gefühlt, ne? Klar, das Spiel, was ist denn das Spiel? Das ist eine Ansammlung von Daten, ja, die ich mir irgendwo ziehen kann, ne? Aber abschließend kann man sagen, der digitale Download-Markt wächst und der Retail schrumpft. Ja. Das ist ganz eindeutig so. Und das hat Gründe, die wir gerade beleuchtet haben, ne? Ob jetzt als Privatmann, ne? Oder Privatleute oder eben als Firma. Digital ist macht schon Sinn. Ne? Auch wenn man so romantisiert das so ist, ne, mit der Schachtel im Schrank, so haben wir auch noch ohne Ende, machen wir auch gerne, ne? Wir kaufen auch trotzdem immer noch Retail, ne? Aber ist halt so. Vor allem, wenn ich was besonders gern habe, dann richtig, genau. Will ich es auch im Schrank haben. Okay, kommen wir zur nächsten Sektion, der Community-Sektor. Ja, die Frage ist, mehr Leute, gleich weniger Probleme. Warum wachsen wir eigentlich nicht einfach? Ja, wir sagen immer, wir sind 27 Leute. Ja. Ne? Und das schon seit ewigen Zeiten. Warum eigentlich? Ja, also. Es gibt eine gewisse Philosophie, die diese Firma hat, Piranha Bytes. Ja? Und das ist, wir möchten gerne selber Herr des Geschehens sein. Das heißt, wir möchten gerne selber das Spiel machen. Ja, je größer man wird, desto weniger Kontrolle hast du über die einzelnen Abteilungen. Das heißt also, gibt es auch mehr Leute, die dann da reinquatschen wollen. Das heißt also, wenn man irgendwie Never Change a Running System, wenn man irgendwie so coole Leute gefunden hat, mit denen man was zusammen macht, ne, kennt ihr vielleicht irgendwie, was weiß ich, ihr macht Sport oder ihr macht irgendwie eine LAN-Party oder ihr macht überhaupt eine Party, ja. Dann gibt's halt Leute, die möchte man gerne sehen, ne, weil du weißt, die bereichern die ganze Sache, ja. Und andere Leute, dann sagst du dir so, ja gut, okay, möchte ich gerne den einladen und so. Das heißt nicht, dass hier Leute sind, die ich auf Partys einladen würde. Es ist so, dass wir tatsächlich hier uns gegenseitig vertrauen und vor allem auch dem Urteil des anderen vertrauen, uns gegenseitig halt nicht ständig irgendwie zoffen, weil wir immer grundsätzlich irgendwas anderes wollen oder so. Wir ticken alle sehr, sehr ähnlich, ja, die hier arbeiten, sind aber auch maximal unterschiedlich. Ne? Und so eine Konstellation ist natürlich schon eine coole Sache. Ne? Das ist, glaube ich, schwer zu verstehen. Ne, das ist so, da könnte man ja sagen, ja, dann holt euch doch einfach mehr coole Leute. Ja? Aber das ist natürlich so eine Sache. Wenn du eine kleine familiäre Firma hast, dann kannst du mal eben irgendwie rübergehen. Kannst den anderen anquatschen, kannst sagen, guck dir das doch mal an, kannst sagen, oh, irgendwie hier fehlt noch irgendwie eine Wand, kannst du mir da nicht mal was hinbauen und so, und das funktioniert. Die Wege sind einfach sehr kurz. Ja, jeder weiß, was der andere macht. Jeder kennt den anderen. Das ist eine andere Dynamik, als wenn du in einer großen Firma arbeitest mit doppelt so vielen Leuten und du hast dann auch mehr Abteilungsleiter, die dazu sagen haben, du weißt nicht mehr, was jeder macht. Du weißt nicht mehr, wer explizit für alles zuständig ist. Und du kannst auch nicht nochmal eben hingehen, weil du müsstest erst zum Abteilungsleiter und den dann, und dann werden die Wege auf einmal länger. Und du hast an der Stelle ein weniger familiäres Arbeiten. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Und wir haben für uns herausgefunden, dieses familiäre Arbeiten, das liegt uns einfach sehr gut. Ja. Da können wir einfach mehr Herzblut und Liebe in so ein Projekt stecken. Das heißt nicht, dass man nicht auch wachsen kann, aber halt nur in einem kleinen, gesunden Rahmen für uns machbar und nicht irgendwie so, komm, wir verdoppeln uns mal, dann wird alles auch doppelt so gut. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss, der bei vielen Firmen auch ordentlich nach hinten ist nicht skalierbar, aber einige Sachen sind leider nicht skalierbar. Ne? Da hat man halt irgendwie dann mehr Reibungsverluste. Ja, unter den Abteilungen oder so. Ich meine, der Content-Bereich zofft sich gerne mit dem Programmierbereich. Das ist so ein Klassiker, Designer gegen Programmierer.
Das ist auch so, ja, aber das ist nicht in der Natur der Sache. Das hat noch nicht mal persönliche Gründe. Und da muss man halt Leute finden, die dann auch irgendwie da cool mit umgehen mit so einer Situation. Es sind halt immer, man hat sich auch mal eine Köppe oder so, hat irgendwo was gelesen und ist davon überzeugt, dass das irgendwie richtig ist und so weiter. Guck mal, das haben aber die Leute gesagt. So, ja, die Leute haben aber auch das und das gesagt. Ja, und dann muss man irgendwie einen Kompromiss finden, dann muss man irgendwie zusammenarbeiten und so. Und gute Leute, die auch vor allem menschlich zu uns passen, zu uns Arschgeigen aus dem Robot, ja, ist nicht unbedingt leicht, so, ne? Es gibt halt doch die einen oder anderen Menschen, die kommen hier hin und ich glaube, da ist ein Missverständnis, ne? Das kommt auch schon vor. Seltener als die Leute, die dann auch Bock haben und mitmachen, ja, finde ich. Natürlich, ja. Also, ne? Aber das ist halt ein kleines Wachsen, ein leises Wachsen. Und wenn dann immer mal wieder jemand geht, hält sich dieses so wachsen meistens so um die 30 Leute dann am Ende, die an der Schule mitmachen, halt in Grenzen. Wir machen es nicht partout, ne? Also, dass wir jetzt wirklich strikt sagen, nein, Wachstum kommt für uns überhaupt nicht in die Tüte. Aber es ergibt sich halt immer so, ne? Ja. Ich würde sagen, damit hätten wir's, ne? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder. Piranha Becken TV hier auf diesem Kanal. Bis dann. Tschüss. Ja, da kann man natürlich auch noch viel mehr zu sagen. Aber, ne? Verpeileritis irgendwie. Verpeileritis.